Hallo, 15 Uhr, Isabel Lifetime. Das wollte ich jetzt auch sagen. Okay, Henry, vor 4 Wochen waren wir, glaube ich, das letzte Mal vor der Kamera. Richtig. Und das war wo? In München auf der Bau. Für die Zuschauer unter euch, die die Sendung nicht gesehen haben, lohnt sich wirklich anzuschauen, ist im Archiv bei uns unter Isoware Live oder isoware-live.de beziehungsweise auf unserem YouTube-Channel. Wir haben für meine Begriffe viele neue, schöne Sachen auf der Bau gezeigt, aber eins hat besonders herausgestochen, Peter, was war denn das? Ja, das ist unsere Aufspardämmung, haben wir jetzt auch neu im System. Also wir bringen das Anfang April, kommt das System heraus, Prospekt Ist schon da? Haben wir schon. Können wir gerade mal das Bild zeigen, das sind so mehrere Komponenten, aber auf die gehen wir jetzt nicht alle einzeln ein. Wir wollen im Endeffekt nur vorstellen, Ja. Neuprodukt und Ja, also im Endeffekt zeigen wir es. ja, ein Peer-Produkt, ein Schaumprodukt, das wir in gesonderten Sendungen ab Markteinführung Mitte April hier präsentieren werden. Interessante Sache zur Ergänzung zu unserer Mineralwolle in der Sanierung, in der Modernisierung zwischen den Sparren. Dann Pier obendrauf, hochenergieeffizient, mit einem sehr, sehr hohen Dämmwert. Eine absolut interessante Kombination und ein absolut interessantes System. Aber das stellen wir gesondert vor. Unser Job war es, heute ein bisschen neugierig zu machen, haben wir, glaube ich, jetzt gemacht. So, Allein schon das Pier. Ne? Pier ist eine Verbesserung vom Pur, aber das war's jetzt. machen wir doch. Gut. Okay. Heute Thema, Peter? Thema, wir hatten letzte Woche, hat der Güven ja schon gezeigt, Anschlussfolie an Kamin. Ich kann ja nicht einfach an den Kamin anschließen, brandschutztechnisch. Richtig. Und Güven zeigte es noch mit Ütungstein und Ja, zum Thema Ütung, Folie auf Ütung. Güven hat es schon mal in der Sendung gesagt. Wir haben gesagt, wir bringen es nochmal, damit das auch jeder wirklich kapiert. Ganz, ganz wichtig, immer die Untergründe. Und den Ütung haben wir hier zur Sicherheit auch vorher verputzt. Danach mit unserem Dichtstoff extra fit. dementsprechend die Vario Extra aufgebracht. Und jetzt, Peter hat schon in den Proben immer dran gezogen. Ich musste bremsen, aber jetzt kannst du wirklich mal richtig freien Lauf lassen. Ja, das ist im Endeffekt. So, Freunde, jetzt fliegt uns das gleich um die Ja, Ohren. also ihr seht, das ist So. gigantisch. Aber nochmal ganz wichtig, wie Henry schon sagte, wie ihr seht, also es muss ein geeigneter Untergrund vorhanden sein und das erreiche ich im Endeffekt nur, wenn eine Putzschicht aufgetragen ist. Das, was wir jetzt hier gezeigt haben, ist natürlich ja, der Bedarf einer Haftung in Potenz mal 10, wie auch immer. So wird eine Dampfbremse im reellen Leben, in der Praxis nie belastet, außer das Haus stürzt ein oder wie auch immer. Aber wir wollen halt 50 Jahre Systemgarantie geben wir. Und Richtig. Und ihr seht, damit schafft man das. Das ist brutal, wie das haftet, wenn man es fachgerecht verarbeitet, sauber vorher abgeschmiert, dann mit Extrafit drauf und die Vario Extra bombenfest hält. Wunderbar. um Gut. euch nochmal zu zeigen, dass das wirklich das Originalstück ist. Also Ah, ja. das passt wirklich hier, das war wirklich das Originalstück, wie Güven das letzte Sendung angedichtet hatte. Und klebt wie verrückt. Jetzt hast du gerade gesagt, das Originalstück, was Güven hatte. Wir haben heute die Alternative zu dieser Ytong-Geschichte aus dem Hause Isoware, wie man das auch machen kann. Peter hat es gesagt, die Folie darf nie direkt an den Kamin angeschlossen werden. Hier müssen wir vorher nochmal mit einer nicht brennbaren Schicht drunter. Was nehmen wir heute, Peter? Aber wir als natürlich Steinwolle- und Glaswollehersteller haben natürlich auch ein Produkt dafür. Das ist unsere Akustik IW 2035. Korrekt. Hier in Originalgröße, also 625 x 800. Peter, für was steht IW? Das ist eine Innenwanddämmung. Richtig. Innenwanddämmung, jeder sagt jetzt natürlich, ja, Innenwanddämmung, wann mache ich das? Denkmalgeschütztes Haus, wo ich innen ran muss, oder die Bausubstanz gibt es nicht her, dass ich von außen was machen kann. Und ganz toll, prima, Innenwanddämmung, Wärmedämmung und. Eins wird sehr oft vergessen, diese Innenwanddämmung sorgt auch für eine Verbesserung des Schallschutzes in einem erheblichen Maß. Gerade Schallschutz, das Thema Schallschutz wird sehr oft unterschätzt in Reihenhäusern, bei Mietswohnungen und Ähnlichem. Ja. Diese Platte an die Wand von innen dann oder von dementsprechend von außen dann nochmal verputzt. Eine hervorragende Verbesserung des Schalldämmmaßes bis, ich glaube, um die 10 dB. Ja. Und das garantiert schon für eine Halbierung des Höreindruckes. Das ist immens. Ja. Okay, Also wir nehmen sie heute. Hintergrund, also wir nehmen die, danke, praktisch für an der Kamin zu kleben. Hintergrund ist noch
von der Platte her. Also ich habe den Vorteil, ich klebe die an die Wand, so wie der Henry das jetzt erklärte, und kann dann direkt darauf putzen. Das ist halt der riese Vorteil von der ganzen Geschichte. Ich brauche kein Ständerwerk zu stellen und auszunehmen und. Ne? Richtig. Ich kann die draufkleben und sofort verkleben. Damit habe ich komplette homogene Mineralwolle-Schicht. Peter, jetzt hat die Platte aber 2 Seiten. Das ist eine ganz normale Mineralwolle, in dem Fall Steinwolle-Ansicht, so wie man sie aus dem Hause Isover kennt. Ja. Jetzt ist die andere Seite ja so in dem, ich sag's jetzt mal, Isover-Gelb. Haben wir das aus marketingtechnischen Gründen gemacht? Man soll ja sofort erkennen, dass das eine Platte von uns ist. Ja, ein Blödsinn beiseite. Es ist im Endeffekt, ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Haftgrund, weil der Hintergrund ist, und das zeigen wir euch jetzt gleich live, wir haben auch deswegen extra Putz angerührt. Also wenn ich jetzt hier direkt ohne Beschichtung auf so eine Steinwolleplatte gehe, muss ich erst eine dünne Schicht einmassieren, sagt man dazu, und dann kann ich erst mit meiner Traufel darüber ziehen, um meinen Putz zu setzen. Im Gegensatz zu dieser Seite, die ist jetzt schon beschichtet, so eine Art wie ein Haftgrund, und hier kann ich direkt, also ich muss nicht die Masse einmassieren, wie gesagt, das zeigen wir jetzt gleich, und kann dann sofort den Putz aufziehen. Ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Wir zeigen es euch einfach. Ich nehme jetzt einfach mal die Platte. So, halbier die. Und jetzt zeigen wir erst nur. Ne, okay, machen wir es so rum. Ja, erst eine Seite, dann die andere. So, Peter bringt jetzt hier den Kleber auf die Rückseite auf. Und ihr seht, ich muss jetzt praktisch dieses einmassieren. Also wirklich erst richtig andrücken. Jetzt habe ich mir diesen Haftgrund, wenn ich so will, den diese Beschichtung nachher leistet, jetzt erstmal vorher geschaffen. Ja, und jetzt könnte ich mir mit meiner Zahntraufel meine Zahnung aufziehen. So sieht es dann aus. Funktioniert, sieht super aus. Wenn ich das nicht machen würde, Peter, was würde passieren? Das Ich glaube, hier sieht man es. Ja, genau. Das perlt sich so ein wenig ab, seht ihr? Kommst du gerade mal ein Stückchen, oder sieht man das? Ich denke, man sieht es. Wenn ich vorher nicht hier diese... Ja. Ich kann das, wenn der hierher schaut, ich kann das im Endeffekt so ein bisschen nach oben wegperlen und ich habe fast keine Haftung. Es kann passieren, dass es nicht richtig haftet. Also vorher wirklich sauber einmassieren, ja. 3-4 Sekunden warten und dann erst die Raupen ziehen mit der Zahntraufe. So, was passiert jetzt hier, Peter? Da, wie gesagt, benötige ich das nicht. Ich habe im Endeffekt schon den Untergrund geschaffen. Das heißt? Und kann den Putz direkt auftragen. Und kann mir jetzt entlang ziehen. Und wie man jetzt schön sieht, ich zeige es mal, im Untergrund liegt der Putz schon wirklich im Bett mit drin. Ich brauche den nicht extra einmassieren. Und der sieht auch ganz anders aus. Er hat direkt eine Verbindung mit der Platte aufgenommen. So, ist hier für den Kleber wichtig, was noch genauso wichtig ist. Du machst es jetzt gerade. Ich kriege hier ganz einfach und ganz schnell relativ dünne Putzschichten drauf. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Signalfarbe. Die hat ja noch einen bestimmten Zweck. Genau. Der Auftrag von der Klebermasse also soll Minimum 4 bis 5 mm betragen. Warum? Technisch ist, wenn ich das zu dünn auftragen würde, wie jetzt hier in diesem Fall, jetzt im nassen Zustand sieht man das noch nicht, aber später, wenn die Masse abgetrocknet ist, würde dann durch die Signalfarbe das hindurchschimmern. Wir würden sofort erkennen, dass dort zu wenig Putz ist. Richtig. Was bedeutet das, zu wenig Putz? Wir sprechen ja von einem Innenputz. Wenn der jetzt abgetrocknet ist und wir würden jetzt nicht das Gelb durchschimmern sehen, würden wir gar nicht merken, dass zu wenig drauf. Beim nächsten Mal Stuhlrücken, was weiß ich, kommen wir mit dem Ellenbogen oder was weiß ich dagegen. Schon würde es hier knacken und hier hätte ich einen Riss drin oder sogar irgendwelche Abblätterungen. Also die gelbe Farbe hat auch den Zweck, wirklich durchzuschimmern, wenn wir zu sparsam mit unserem Deckputz umgegangen sind. Die verkleben wir uns gerade mal. Und dann kriegen So, wir das. jetzt haben wir ein Sandwich geklebt. Ja, genau. Prima. Wie geht's weiter, Peter? Was man auch noch ganz einfach zeigen kann, Markus, ist das, was der Henry eben erklärte, von der Dicke her, gerade mal vom Geräusch, hört man ganz deutlich. Also man hört auch schon am Klopfen, ist die Putzschicht dick genug. Ja. Hier im Endeffekt ist nichts und man hört es ganz deutlich. So, jetzt haben wir uns im Vorfeld dieser Sendung Güvens Sendung angeschaut, der alleine kämpfen musste, weil wir beide außer Betrieb waren, also out of order, wie man so schön sagt.
Nochmal vielen Dank an den Göven, dass er das alleine gerissen hat. Uns ist aber beiden oder in erster Linie mir, der Peter ist Profi, der sagt, das hat er gut gemacht. Ich habe wieder als Laie gefragt, der Göven hatte hier seine Folie hängen, schon fertig, zurechtgeschnitten, zeigte nachher, wie man das andichtet. Ganz toll. Für mich ergab sich aber die Frage, Peter, das Zurechtschneiden der Folie, weiß das jeder, kann das jeder? Und dann haben wir uns einfach dazu entschlossen, das Thema heute aufzugreifen und nochmal zu zeigen, wie so eine Folie zugeschnitten wird. Denn, das hat sich auch gezeigt im Vorfeld. War eigentlich der richtige Einwand vom Henry, muss ich zugeben. Ich bin in manchen Dingen dann auch zu schnell, gehe dann davon aus, ach, das müsste der wissen und so. Der Hintergrund ist einfach, das habe ich auch wie oft erklärt, wenn man die Folie einschneidet in irgendwelchen Schrägen, was ich ja hier besitze. Und irgendwo habe ich zu viel Folie und irgendwo fehlt ein wenig. Aber um das auch zu zeigen, Henry, würde ich sagen, machen wir das einfach. Einen Satz müssen wir noch verlieren. Der Dämmstoff müssen wir noch einbauen. Richtig. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten der Folienverlegung. Einmal, dass wir Stück für Stück vorgehen, sehr genau den Ausschnitt machen und dann mit diesem genauen Ausschnitt hier auch die luftdichte Schicht ausbilden. Die zweite Situation kann die sein, dass hier in der Fläche massiv nach vorn getrieben wird, weil der Raum fertig werden soll. An dem Ende die Leute warten sozusagen, um dort weiter zu arbeiten. Peter sagt mir, dann schneiden wir den Kamin großzügig aus und im Nachhinein werden wir den Kamin sauber andichten. Erstmal Fläche machen und nachher Details klären. Also das heißt wirklich, dass komplett die Folie gleich gespannt verlegt ist und die Jungs auf der linken Seite weiterarbeiten können und dann zum Schluss hin einfach um den Kamin außenrum, wie wir immer sagen, mach erst die Fläche fertig, mach die Stoßverklebung, ihr könnt an die Wände anschließen und ein anderer geht dann an die Durchdringung und dichtet diese ab. So, ich habe mal hier den Dämmstoff wieder drin. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Jawohl. So, ein bisschen Vorbereitung haben wir auch gemacht natürlich. Wir haben uns jetzt schon 2 Stücken zurechtgeschnitten, die in etwa die Länge besitzen, die wir jetzt benötigen. So. Immer wieder gut, unser Klett, ja, da kann man schön was hinkletten und immer wieder entfernen. So, jetzt sind wir nämlich ein bisschen schief, Peter. Also ich würde es gerne so haben, damit wir ein bisschen gerade sind. Dann macht dieses. So, jetzt, wie gesagt, großzügig ausschneiden. Heißt jetzt für uns was? Ich sehe, hier ist meine Kante und hier ist mein Kamin. Also fahre ich doch hier einfach an der Kante. Danke, Peter. Jetzt fehlt mir noch ein Stückchen. Fahre ich hier an der Kante des Kamins entlang. Und mache dann hier seitlich sozusagen Meter und verlege ganz schnell hier die Folie. Jetzt merke ich schon, das passt hier nicht so recht. Ein bisschen nachschneiden muss man immer. Das ist ja nicht Aber wild. wieder durch die Schräge, was ihr merkt, immer ein spitzer Winkel bedeutet, wie gesagt, ich habe irgendwo zu viel Folie und irgendwo fehlt sie mir. Und das werden wir gleich sehen. So. Was ist das Ergebnis meiner Aktion? Markus, jetzt muss ich dich mal hier rüber bitten. So, hier habe ich ein Stück, was übersteht. Das können wir großzügig wegnehmen. Ist ja nicht wild. So. Jetzt liegt hier noch ein Stück Folie an. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, durch das schräge Ausschneiden des Kamins fehlt mir jetzt hier ein komplettes Stück in der Fläche. Also ihr seht genau, die Breite des Kamins ist wirklich von der Schräge her, passt genau zwischen rein. Jetzt könnte man da ein Stück reinfrickeln, ein Stück wieder ausschneiden, alles. Halten wir insofern nicht für sinnvoll. Schräge Schnitte, sieht nicht gut aus. Ich habe 2 Nähte, die ich kleben muss und. Wie es besser geht, wie es einfacher geht, Zeigen wir euch. das zeigen wir euch jetzt. Ich nehme das mal wieder weg. Jetzt gerade hier. So,
Also das gleiche Spiel nochmal. Folie nehmen. Wir ändern nichts an der Verlegung. Die bleibt die gleiche, langsam. Du bist safe. Ja. Dann gehe ich hier mal gerade nach oben. Ich bin ja nicht ganz gerade, Peter. So, Ja, ja. so quält mir das. Okay, ich zeige das jetzt gerade mal mit dem Edding. Was da auch wieder super zum Tragen kommt, Henry, ist unsere... Kennzeichnung auf der Folie. Ja. Die macht euch das Arbeiten wahnsinnig einfach. Es ist einfach so. Schaut mal. Zeichne mir diesen tiefsten Punkt an und fahre ein Kästchen, 2, 3, 4, 5 sind wir. Einmal nach unten. Warum 5, Peter? Warum? Das ist der Kamin plus oben mein Übersatz, mein 5 cm. Das hast du vorher gemessen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Wir Kästchen, also 60 cm, 5 Kästchen, 50 cm. Da wieder nach unten, bin ich wieder bei 5 und der Kreis schließt sich. In dem Fall ist es ein Rechteck, aber es macht nichts. Ja. Vom Rechteck her, das ist im Endeffekt mein Ausschnitt Kamin. Gut. Den tätigen wir jetzt gerade, Henry. So, So, und jetzt schneiden wir den Kamin ab und machen, nee, Blödsinn beiseite. Natürlich muss man die Folie noch aufschneiden. Also das Wo willst heißt du's? 1, 2, 3, circa in der Mitte. Einmal längs durchgeschnitten. so. Wie wird weiter verlegt? Ganz einfach, wie schon beschrieben. Und dann schauen wir mal, ob die Geschichte stimmt, was wir da gemacht haben. Einwandfrei. Was sehen wir jetzt? Ja, einwandfrei behaupte ich jetzt einfach mal. Markus, wenn du mit der Kamera kommst. Was ist jetzt passiert? Wir haben den Kamin, wie der Peter beschrieben hat, großzügig ausgeschnitten. Den kriegen wir gleich noch dicht, das zeigen wir euch. Aber ich bin hier an der Kante, stoße hier mit der Folie wieder zusammen, habe eine kurze Naht, die ich abzukleben habe. Und schon ist die ganze Sache in der Fläche wieder dicht. Hier ein Klebestreifen drauf, sieht auch im Klebebild sauber aus und die ganze Sache hat sich erledigt. So einfach geht's und so einfach kann man sich behelfen. Natürlich nutzen uns dieses Folienlayout, diese Kästchen immens viel. Ihr seht, wie einfach das ist. Einmal abgemessen, großzügig ausgeschnitten, fertig. Die Folie hier getrennt, rumgeklappt. So funktioniert's. Gut, nächster Schritt ist, seht ihr ja, hier relativ grob ausgeschnitten. Also ich habe jetzt kein Fleisch, sagt man so schön, um anzudichten. Das mache ich mir jetzt mit solch einem Streifen. Also das ist einmal komplett außen herum für den ganzen Kamin gerechnet. Den bereite ich mir noch vor. Den lege ich mir jetzt gerade auf den Boden. Müssen wir einen Schritt abwärts gehen, Markus. So, habe mir das Multitape SL vorgefaltet. Multitape SL, immer die Preisfrage. Für was steht SL, Peter? Splitliner. Wird Split-Liner, also alles- gesplittete Liner. alles in Englisch ausgedrückt. Der Liner ist das Papier unten am Klebeband und der Vorteil, ist wie- gesplittet, also geteilt. Ja, Vorteil, wie gesagt, das seht ihr ja, ich brauche nicht mehr auf die Klebefläche zu fassen. Das ist, wie gesagt, der Riesenvorteil an dem Band. Ich arbeite auch unheimlich viel mit, weil auf dem Bau geht es wirklich, es bleibt nicht aus, dass man drauf fassen muss, aber ich kann es so weit als möglich reduzieren. So, es ist wirklich interessant, wie man mit solchen Kleinigkeiten einfach den Liner unten zu splitten, jetzt zur Hälfte das Klebeband aufkleben kann und die andere Hälfte kann ich hier immer noch begrabbeln, da kann nichts passieren, da kommt kein Staub drauf, ich habe die volle Klebkraft. Irre. Und hier
Das ist ein Klebeband. Zur Ja. Hälfte klebt schon, die andere Hälfte ist komplett geschützt. Wenn Finde man ich das gut. jetzt wirklich normalerweise, ich sag mal, mache ich das irgendwie, wenn ich eine Gipskartonpalette dort stehe habe, mache ich das natürlich im Steher. Aber ich habe jetzt einen vorgefertigten Streifen und ich habe keine zwei Komponenten, ich habe eine Komponente. Und jetzt gehen wir dazu. Ich laufe ganz kurz durchs Ja. Bild. Zack. Setzen wir den gleich. Auch wieder positionieren. Setzt die eine Ecke. Ich will immer zu lange, aber das hat mir der Peter verboten. Er hat gesagt, das macht er alleine viel besser. Naja gut, dann stehe ich jetzt hier einfach nur daneben. Es gibt halt manche Momente, Henry. Okay, da war ich jetzt fast schon ein bisschen zu weit, was ich das zeigen Ja. möchte. Jetzt der Hintergrund und der Trick an dieser Ecke ist, ich muss ja um 90 Grad herum. Also das heißt, mir fehlt sie eigentlich. Und dazu lasst ihr von der Ecke aus, dieser Ecke aus, circa das Klebeband 3 cm überstehen. Also ich klebe das jetzt mal weiter, circa 3 cm. So, dann klappt ihr dieses wieder zurück und legt euch hier auch wieder gerade so eine Falte. Das Seht heißt, ihr? du nimmst nochmal 3 cm Ge- plus 3, weil du ja hier hoch Ja. und runter musst, also 6 und klebst die 6 cm hier sozusagen zusammen. Genau. Und jetzt habe ich den Vorteil, ich kann diese Geschichte gerade um 90 Grad drehen. So. Und jetzt, Henry, darfst du gerne hinfassen und weiterkleben. Und du erklärst auch um deine Ecke Ja. weiter. So, ich habe jetzt den Vorteil dadurch, weil ich diese Falte gelegt habe. Henry, du musst mir aber gerade noch mal kurz die Dichtmaße geben. Mache ich sofort. Also ich zeige jetzt nicht mehr, wie man komplett anklebt, sondern immer in den Eckbereichen. Und ich zeige es gerade nochmal hier noch mit. Also ihr seht durch die Verklebung. Ich drücke jetzt mal fest hinein. Ich will das Klebeband zerstören, aber das sieht man hier schon die Ecke von der Schere. Also das ist ja fest miteinander verklebt. Da kann nichts mehr passieren. Trotzdem, ihr kennt mich und die Sendung und der Henry. Und deswegen immer an den Ecken noch ein bisschen Masse setzen. Dann drücke ich mir diese zusammen. Drückt mir die Ecke wirklich schön zusammen. Und kann man die dann schön hier außen rumlegen. So. Mitunter habe ich mir auch in der Ecke eine gewisse Dehnungsfalte geschafft, dass, wenn irgendwelche Kräfte entstehen sollen, die diese locker mitmachen. So, das Ganze geht da hinten weiter, wird aber zu grubbelig. Ich glaube, man sieht es hier. So einfach ist es, auch eine Ecke auszuführen, die garantiert hundertprozentig luftdicht wird. Und vor allen Dingen auch eins, Ja. sieht immer sauber aus, das Klebebild. Wenn wir das nachher hier noch andichten, Wunderbare Sache. Die brauchen wir euch natürlich nicht zu zeigen, das habt ihr erst vor 14 Tagen gesehen. das hat der Güven hervorragend gezeigt. So sieht's aus. Prima. So, Okay. ich glaube, das war's schon wieder von unserer Seite. Ja. Was sehen wir in 14 Tagen? In 14 Tagen ist letztes Jahr, haben wir das schon angekündigt, hat sich leider ein bisschen hinausgezögert, der Einbau eines Velux-Dachfensters, Flachdachfenstereinbau. Das ist mal interessant, Ganz- ist nicht oft der Fall. Ganz wichtig. Ja. Wurden wir oft schon angefragt, ja, wie macht ihr das und hin und her? Dazu haben wir dann, wie gesagt, Firma Velux mit ins Boot genommen, um da wirklich auch definitiv alles richtig zu machen. Ja. Und wie gesagt, in 14 Tagen ist die Vorbereitung, weil ich muss eine gewisse Vorbereitung treffen, bevor ich so ein Flachdachfenster einbaue. Wird sicher spannend. Ja. Und Und- darauf freuen wir uns. Gut. Wir sehen uns dann also in 14 Tagen. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.